Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 14. Was ist mit Matteo passiert? Er ist heute sehr glücklich. Gott sei Dank, dass er mit mir hierher gekommen ist. Er wird mich nicht noch einmal enttäuschen. Ich glaube, Lena hat mit Matteo gesprochen. Sie hat ihn verstehen lassen. Vielen Dank, Gott. Er macht Fortschritte. Ich möchte ihn glücklich sehen. Mama, ich habe ein neues Projekt bekommen. Viele neue Kunden wollen in unser Unternehmen investieren. Du hattest recht. Ich werde von jetzt an glücklich bleiben. Gott segne dich, Matteo. Was hat sich verändert? Ich kann den Unterschied sehen. Ich denke, wir sollten zusammen frühstücken. Wir sollten auch Lena einladen. Ja, klar. Lena ist ein guter Mensch. Wir sollten sie wieder treffen. Komm schon, Matteo. Ich habe nur Spaß gemacht. Lass uns wieder an die Arbeit gehen. Julia, mein Schatz. Du musst das nicht tun. Ich werde später den Boden wischen. Es ist okay, Mama. Ich werde es machen. Ich werde einige neue Fähigkeiten lernen. Ich möchte dir helfen. Du wirst einen Hotdog-Stand eröffnen. Ich werde jeden Tag kostenlose Hotdogs essen. Okay, mein Schatz. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, Mama. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wir werden bald reich sein. Ich werde eine neue Tasche kaufen. Nein, Julia. Wir müssen hart arbeiten. Wir können nicht über Nacht reich werden. Es wird Zeit brauchen. Julia, du kannst deinen Schulfreunden von meinem Geschäft erzählen. Sie werden hierher kommen und diese Hotdogs kaufen. Sicher, Mama. Ich werde es ihnen sagen. Wirst du mir dieses Rezept beibringen? Natürlich. Ich werde dir alles beibringen, Julia. Du hast viel gearbeitet. Du musst dich ausruhen. Komm und hol dir besondere Hotdogs. Besondere Hotdogs sind verfügbar. Du kannst einen besonderen Hotdog für $5 bekommen. Leckere Hotdogs sind in deiner Nachbarschaft verfügbar. Worauf wartest du? Komm her und probiere diese Hotdogs. Oh Gott, hilf mir! Ich brauche Geld. Ich muss diese Hotdogs verkaufen. Guten Morgen. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Kann ich bitte einen Hotdog bekommen? Gerne.
Ich werde dir einen ganz besonderen Hotdog geben. Warte bitte einen Moment. Wow, es sieht lecker aus. Ich werde es essen. Ich werde dir Bescheid sagen. Ich hoffe, dass sie es lieben wird. Sie ist meine erste Kundin. Wow. Ich habe es geliebt. Ich habe es schnell gegessen. Es war lecker. Hast du diesen Hotdog gemacht? Ich mochte die Gewürze und das weiche Brötchen. Ja. Ich habe diesen Hotdog gemacht. Ich verkaufe hausgemachte Hotdogs. Ich freue mich, dass er dir gefallen hat. Du bist sehr talentiert. Ich wohne in der Nähe. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Kannst du bitte 5 weitere Hotdogs einpacken? Meine Familie wird diese Hotdogs lieben. Ja, sicher. Ich werde 5 weitere Hotdogs einpacken. Danke. Hier, bitte schön. Einen schönen Tag noch. Matteo, danke für heute. Du bist wieder zu deiner Firma zurückgekehrt. Matteo, kannst du mich hören? Hallo, ich spreche mit dir. Es tut mir leid. Mama, ich habe über etwas nachgedacht. Es war ein großartiger Tag. Ich mache weiter. Mama, ich werde mein Leben leben. Woran hast du gedacht? Woher kommt das alles? Du siehst glücklich aus. Was ist der Grund? Nichts, Mama. Ich denke, du solltest deine Freundin einladen. Wir können zusammen zu Abend essen. Was sagst du, Mama? Ich kenne dich sehr gut. Lass mich meine Freundin anrufen. Ich hoffe, sie ist nicht beschäftigt. Danke, Mama. Ja. Mir geht es gut. Wie geht es Matteo? Ist er glücklich? Ja, er ist jetzt glücklich. Hör zu, meine Freundin. Kannst du heute Abend zu mir nach Hause kommen? Wir können zusammen Abendessen haben. Ich habe deine Gesellschaft wirklich genossen. Danke für die Einladung, aber ich kann nicht kommen. Lena hat heute ihren Hotdog-Stand eröffnet. Sie verkauft Hotdogs. Sie braucht meine Hilfe. Es tut mir leid. Oh, ich verstehe. Keine Sorge. Ich kann es verstehen. Einen schönen Tag noch. Was ist passiert? Mama? Was hat sie gesagt? Kommen Sie? Es tut mir leid. Sie können nicht kommen. Lena ist sehr beschäftigt. Sie hat heute ihren Hotdog-Stand eröffnet. Sie verkauft Hotdogs. Wirklich? Wir sollten dorthin gehen. Mama, wir sollten Lena helfen. Ich werde ihr Hotdogs kaufen. Du weißt, dass ich Hotdogs mochte. Das ist eine großartige Idee. Lass uns gehen. Wir werden heute Abend mit Lena zu Abend essen.
Lena, du musst dich ausruhen. Ich werde Hotdogs verkaufen. Es ist heute so ein heißer Tag. Bitte steh hier nicht. Ich weiß, dass du sehr müde bist. Nein, Mama. Ich will mich nicht ausruhen. Ich muss diese Hotdogs verkaufen. Ich möchte Geld verdienen. Ich habe gerade 6 Hotdogs in 4 Stunden verkauft. Lena, verliere die Hoffnung nicht. Es ist dein erster Tag heute. Du musst positiv denken. Alles wird gut sein. Ich bin bei dir. Ich bin hier. Du solltest jetzt ruhen. Kann ich bitte einen Hotdog bekommen? Meine Beste. Was für eine angenehme Überraschung. Ich wollte dich sehen. Wir werden zusammen zu Abend essen. Ich möchte diesen leckeren Hotdog probieren. Lena, kann ich bitte einen Hotdog bekommen? Ich auch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Sicher. Ich werde spezielle Hotdogs für dich machen. Wow! Es ist sehr lecker, Lena. Das ist anders. Ich werde noch einen nehmen. Mama hat recht. Es ist lecker. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Bitte geh hinein. Es ist hier wirklich heiß. Hier ist das Geld. Nein, ich kann das nicht akzeptieren. Du bist mein Gast. Auf keinen Fall. Du musst das akzeptieren. Ich bestehe darauf. Du musst 10 weitere Hotdogs einpacken. Ich habe auf meinem Weg viele Bettler gesehen. Ich werde ihnen etwas geben. Ich werde auch meinen Freunden von deinem Hotdog-Stand erzählen. Sie werden hierher kommen. Wirklich? Vielen Dank, Matteo. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank für deine Hilfe, Matteo. Danke nochmals für deine Hilfe, Matteo. Ich war sehr besorgt. Du kennst meine Situation. Ich muss Geld verdienen. Danke, dass du hierher gekommen bist. Du bist ein sehr mutiges Mädchen, Lena. Ich weiß, dass du eines Tages erfolgreich sein wirst. Ich lächle heute wegen dir. Du hast mich verstehen lassen. Das Leben ist zu kurz. Ich werde es nicht verschwenden. Ich habe alles. Von jetzt an werde ich dankbarer sein. Ich freue mich, dass du es verstanden hast. Du weißt, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Träume ich? Ist er Matteo? Was machst du hier? Ist sie Julia? Sie ist so süß. Schön, dich kennenzulernen, Julia. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Matteo, wie kennt sie dich? Hast du Julia schon einmal getroffen? Ja, ich habe Julia schon einmal getroffen. Ich habe ihnen gestern eine Mitfahrt gegeben. Sie ist so süß. Oh, jetzt verstehe ich. Lass uns Abendessen haben. Ich bin am Verhungern.
Hab einen schönen Tag, Liebling. Ich werde dich sehr vermissen. Ich werde mit Martin sprechen. Er wird dich bald treffen. Ich werde dich auch vermissen. Ich werde Martin treffen. Er ist dein Cousin. Ich werde ihm einen Job geben. Keine Sorge. Guten Morgen, lieber Martin. Wie geht es dir? Was machst du? Nichts. Warum hast du mich angerufen? Ist alles in Ordnung? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.